ganz überraschend ein Visum gekriegt für Kasachstan. Zweiter Versuch hat geklappt. Agentur hat ordentlich, weiß ich nicht, gearbeitet. Das Visum startet leider schon am Sonntag, also morgen. Und wir dürfen nur aus Deutschland mit einem Direktflug nach Kasachstan einreisen. Wir sind aber in Bulgarien, weil wir Angst haben, dass die Bulgaren für die Deutschen die Grenzen wieder schließen, bis wir aus Kasachstan zurück sind. Haben wir entschieden, wir lassen nicht noch ein Fahrzeug in einem Land stehen, sondern fahren jetzt 2500 Kilometer immer gen Westen, falsche Richtung, nach Deutschland, lassen den Hans da stehen, steigen in den Flieger und kümmern uns um Kitty Mobil. Wir sind jetzt gerade nach Ungarn eingereist und das war total spannend. Wir haben einen ganz kleinen Grenzübergang genommen, weil man weiß ja nicht so genau, wie das denn nun alles ist. Nein, weil heute Morgen bei der Einreise nach Rumänien haben wir fast 2 Stunden gebraucht wegen den ganzen LKWs. Genau, und deswegen ging das richtig flott. Und wir sind jetzt natürlich im Transit unterwegs, zumindest waren wir das auf den ersten 20 Meter. Dann ist der Aufkleber, den die uns vorne in die Scheibe gepappt haben, erstmal weggeflogen. Ansonsten haben wir keine Information darüber gekriegt, wie lange wir eigentlich nur im Transit bleiben dürfen. Eigentlich sind wir ja nicht mehr im Transit, der gelbe Aufkleber ist weg. Ja, und keinerlei Informationen. Also sehr freundlich und gesprächig war die junge Dame dort nicht. So, wir haben die nächste Grenze, Österreich. In Ungarn lief das echt gut. Da gibt es haufenweise Rastplätze, die sind extra ausgezeichnet für Transitfahrer und ganz viele, wo es verboten ist. Und wir hätten sogar Gas tanken können. Auf in die Nacht nach Österreich. Easy peasy. Grenzübergang Zöllner Städter und fragt nur, wo fahren Sie hin? Nach Deutschland. Ah, gute Reise. Gerade vom Flughafen Frankfurt zurückgekommen. Wir haben mal ganz sportlich eben PCR-Test gemacht. War eigentlich super organisiert und ging richtig flott, das Ganze. Soll innerhalb von 12 Stunden jetzt online abrufbar sein, das Ergebnis. Und wenn wir dann morgen früh wiederkommen, können wir uns das dann hier ausdrucken lassen oder uns zumindest dann nochmal, wenn wir es selber ausgedruckt haben, einen Stempel drunter klatschen. Die erste Etappe ist geschafft. Wir sind in Uralsk. Wir haben noch 2 Flüge vor uns. Der Flughafen hier ist ein Holzbau. Angekommen, Uralsk. Endlich in Kasachstan. Keine Probleme. Kleiner Schreckmoment. Der Jan musste hier nochmal zurück zum Gepäck. Oh. Wir haben ja so ein Profi-Gepäck in Türkenkoffern. Und unsere Rolle Alubutyl, die war ganz gefährlich. Uralsk International. Nochmal das checken, was Frankfurt International nicht kann. Es ist 23 Uhr Ortszeit, minus 11 Grad. Unsere Winterklamotten sind in Almaty. Da fliegen wir jetzt hin. Das ist sehr interessant. Wir sitzen im selben Flugzeug, eigentlich. Aber in Wirklichkeit sitzt der Jan in einem A321 Long Range und ich sitze in einem A320. Warum sind wir nun also in Kasachstan? Dezember 2019 sind wir von der Mongolei kommend bis nach Almaty mit unserem VW-Bus gefahren, haben ihn dort in der Werkstatt abgegeben zum Durchschweißen und zum Lackieren lassen, was leider länger gedauert hat, weswegen wir für ein Visa-Run nach Usbekistan geflogen sind. Dort hat uns dann Corona mit Lockdown ereilt. Da dies mittlerweile so lange her ist, müssen wir unsere Zollpapiere hier verlängern. Ich glaube, Kitty Mobil muss auf die Beauty Farm. Geht gar nicht. Hier war eine Delle vom Lenker
vom Motorrad und die ist jetzt auch weg. Die ist nämlich innen immer gegengedonnert. Wir sind Almaty International und fliegen jetzt schön nach Taschkent, weil Kidimobil ist immer noch nicht fertig. Dauert noch 3 Wochen, die haben noch ein bisschen was zu schweißen gefunden und wir brauchen erstmal Erholung. Wir haben auch ein Problem im Visum. Wenn wir in 3 Wochen das Kidimobil abholen, müssen wir am selben Tag zack wieder aus dem Land, weil die 4 Wochen schon wieder rum sind. Da glauben wir ganz viele, dass da ganz viel zu futtern in der Tasche ist. Wir sind im Tierhotel Booking Cat, da oben steht's. Und da sind seit dem Lockdown unsere Wertsachen bei Katzenfutter und Katzenstreu untergebracht. Die passen drauf auf. Genau, die Tierchen passen drauf auf. Wir haben einen Pritschen-LKW gemietet, um unseren ganzen Krempel abzuholen, was im Tierhotel war. Und fahren jetzt zu unserem Apartment, müssen den ganzen Kram in den 4. Stock wuchten. Und dann haben wir endlich unsere Winterjacken, unsere Winterpullis, Winterstiefel, unsere Küche. Hoffentlich ist das Essen noch nicht alles Werden wir sehen. kaputt gegangen. So, wir haben für die nächsten 2 Wochen ein Apartment gemietet, 15 € die Nacht. Wir haben eine Küche, ganz besonders wichtig, Waschmaschine und Backofen. Das ist die Lackiererei, wo wir Kidimobil im Februar des Jahres zurückgelassen haben, bei den gleichen Witterungsbedingungen. Ich bin wirklich schon vorgelaufen und... Oh, da steht es. Ist das goldig? Ist das Hammer? Ich glaube, meiner Frau laufen gerade schon die ersten Tränen über die Wangen. Dann schau mal die Felgen. Wahnsinn. Es ist unfassbar. Und Die Pulli-Aufkleber sind drauf. die Aufkleber sind drauf. Gut, da haben wir noch ein paar mehr. Ist Weltklasse. Und die neuen Blinker. Die Felgen. Wir sind mitten im Almaty und wir fahren wieder. Immobil. Nochmal, was waren wir? Willst du viel? Fahr Kitty Mobil. Hier sind seit Februar unsere ganzen Sachen. Der gesamte Ausbau vom VW-Bus. Der Jan steht gerade am Küchenschrank. Hallo. Und da oben sind unsere Matratzen, unser Bettzeug verstaut. Hier sind Verkleidungsteile, unser Bettgestell. Und irgendwo da drinnen müssen auch unsere Papiere sein. Ich glaube, in dieser Tasche habe ich alles aus dem Handschuhfach getan. Wir Ja. haben nämlich eben schon eine Ja, Nachricht gekriegt über Facebook, WhatsApp. unsere Führerscheine, unsere Fahrzeugpapiere und die Customs, da glaube ich. Hinter uns steht ein Polizeiauto. Die haben uns angehalten. Der Jan ist gefahren. Und ich glaube, er war zu schnell. Was hast du denn jetzt? Ja, was da passiert, du Raser, ha? Nichts ist passiert. Da war 60 und wie schnell bist du gefahren? 89. Aha. Aber ich kann da überhaupt nichts dafür. Nee, Ich weiß nicht, wo die das Schild gesehen haben. ich hab's auch gesehen, Jan. Wie letztens, wo du schon mal in Kasachstan wegen Raserei negativ aufgefallen bist. Der hatte auch Unrecht. Nee, aber der hatte recht. Hat er wirklich gehabt. Aber er ist gescheitert an seinem komischen iPad, weil der deutsche Führerschein hat andere Buchstaben als die hier. Und er war am Suchen und ich habe einen zu langen Namen. Jan hat er geschafft, Bindestrich schon mal nicht mehr. Und er hat einfach aufgegeben. Wir sind unterwegs nach Taras, das sind 500 Kilometer von Almaty und dort hat uns jemand eine warme Halle angeboten, um Kidimobil wieder zusammenzubauen. Der Hans, Der kann's! Geht los, das ist die Szene, die vor unserer stattfindet.
Salam alaikum. Hi. Вам помочь? No. Нет, спасибо. Wir sind zum Essen eingeladen. Ich glaube, es gibt ein paar Kleinigkeiten. Bei Kedimobil kann man durchgucken und da steht der Motor. Vor 12 Jahren gab es mal eine Billig-China-Kupplung, weil ich dachte, Kedimobil soll nur einen Sommer halten. Und in Wirklichkeit, jetzt 12 Jahre später, ist die Billig-China-Kupplung immer noch drin. So, wir haben uns seit ungefähr 50.000 Kilometern gewundert, warum wir kein ABS mehr haben und keiner konnte wissen, warum. Das hat keiner herausgefunden, bis wir hier waren. Die Antriebswelle wurde damals getauscht. Das war die falsche für Modelle ohne ABS. Bevor wir Kedimobil für die nächsten Monate abstellen, lassen wir noch Schläuche in die Reifen montieren. Wir haben nämlich festgestellt, dass alle 4 über die Zeit Luft verlieren. So, wir haben keine Visa bekommen, die Grenzen sind noch zu. Wir müssen Kedimobil für die nächsten Monate wieder hier stehen lassen. Aber wir haben es fast wieder fertig gekriegt. Die Vorhänge sind noch nicht aufgehängt, die sind da. Die Tapete kommt uns immer wieder runter, weil die Temperaturen so niedrig sind und der Kleber nicht klebt. Aber ansonsten kann man schon eigentlich drin wohnen. Hier sieht es schon wieder aus wie immer.